Guten Morgen Leute, da bin ich wieder, diesmal mal aus dem Auto am frühen Morgen um 7 Uhr. Ich fahre ja heute nach Polen, eine Woche bin ich weg und da möchte ich mal so ein paar Aufnahmen machen, was so ein Busfahrer alles erlebt, bis er seine Reise fertig gemacht hat. Das fängt morgens an, wir haben jetzt 7 Uhr und ich muss ja heute mit dem Zug fahren. Und sowas alles und alles wie gesagt in diesem Film. Guckt euch das mal an, mal gucken, mal was anderes aus Sicht des Fahrers, was er alles erlebt, bis er mal so seine Reise angetreten hat und zu Ende geführt hat. So Leute, in diesem Sinne, Film ab. Ich habe doch gesagt, Film ab. Was ist los? Hallo? Film ab. Endlich. So, bin jetzt an meinem Bus angekommen hier. Ich nehme ja meine persönlichen Sachen. Brauche ich ja nicht im Zug mitschleppen. Die werde ich dann mal hier alles reintun. Da habe ich schon reingetan. Und jetzt fahre ich dann mit einem Linienbus erstmal zum Bahnhof. So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich schon an der Haltestelle. 7:47 Uhr kommt der Bus, die S82 nach Kamen. Dann muss ich da umsteigen am Bahnhof in den Zug bis nach Hamm. Oh, das wird eine Odyssee hier, du. Jetzt weiß ich mal, wie sich das anfühlt, mal auf so einen Bus und so angewiesen zu sein. Natürlich geht in meinen Kopf vor, was ist, wenn der Bus nicht kommt, was ist, wenn er Verspätung hat und. Ja. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Der Bus war zwar pünktlich, aber natürlich Deutsche Bahn natürlich nicht pünktlich. Nach Hamm 16 nach. 4 nach sollte der schon abfahren, jetzt 16 nach. Das verschiebt sich alles nach hinten. Und in Hamm muss ich den 8:44 Uhr nach Dresden nehmen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Da kommt er an. 15 nach, 16 nach ist Abfahrt. Na, wenigstens das ist schon mal pünktlich. So, ich steig mal ein. Leute, ihr werdet es nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ich bin immer noch in Kamen. Der ist so pünktlich gekommen, habe ich euch ja aufgezeichnet, dass er gekommen ist. Was macht der? Ich drücke auf den Knopf, die Türen gehen nicht auf. Ganz hinten, der hat nur eine Tür aufgemacht. Bin ich nach hinten hin, bis ich da hinten war die Tür auch zu. Ist er einfach weggefahren. Das gibt's doch gar nicht. Ne, dadurch verpasse ich sehr wahrscheinlich wohl gleich den Dresdner Zug. Ja, ich weiß nicht, was das war, so ein komisch grün-weiß, das war auf jeden Fall nicht DB. Da muss ich mal eine Beschwerde einlegen. So, jetzt habe ich noch eine Chance. Um 30 kommt von Deutschen Bahn richtig ein Zug und der ist 39 dann in Hamm und 44 geht der andere Zug. Da muss ich rennen, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten. Und der Zugfahrer, hoffentlich sieht er das. Naja, das Aufregen, das lohnt sich nicht. So, zweiter Versuch. Bin ich mal gespannt. Aber da ist jetzt einer von der Deutschen Bahn. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der mich mitnimmt. So, zweiter Versuch war erfolgreich. Jetzt sitze ich endlich im Zug Richtung Hamm. So, ich muss Gleis 9 nehmen. Mal gucken. Jetzt laufen mir auch noch hier kreuz und quer hier. Ey, lauf doch, Mensch. Aber so ist das immer, wenn man Stress hat, den Zug kriegen muss. Da muss man eben halt schnell laufen. So, jetzt aber schnell. Der kommt jetzt. So, geschafft. So, der fährt schon mal mit 100. Das ist der IC 2443 nach Dresden. Über Hannover, Braunschweig und so weiter. Jetzt sind wir auch schon in Hannover hier. Das geht jetzt ruckzuck. Ich mache mal so ein paar Aufnahmen immer da, wo wir sind. Wie gesagt, meine Arbeitsschicht hat jetzt angefangen. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Dresden. Jetzt haben wir schon Braunschweig erreicht.
Der fährt gerade mit 160. Der hat so eine Anzeige, da kann ich das immer sehen, wo wir gerade sind, wie schnell der fährt. Ja, wie bei mir im Volvo, da kann ich ja auch alles einstellen, damit die Fahrgäste auch sehen können, wo wir gerade sind und wie lange wir noch zum Ziel brauchen. So, wir sind auch gleich schon in Leipzig. Hier war ich ja letztens mit dem Bus. Das hat auch sehr Spaß gemacht. Aber jetzt so bequem einfach mal mit dem Zug zu fahren, ist auch nicht schlecht. Sich mal fahren lassen. So, Leipzig Bahnhof, da kann man so reinfahren, aber nicht mehr weiter durch. Deswegen werden wir nachher rückwärts sozusagen fahren, in die andere Richtung. So, wie ihr gemerkt habt, ich sitze immer noch an meinem gleichen Platz, aber wir fahren rückwärts. So, nächster Bahnhof ist Dresden. Da haben wir bald geschafft. So Leute, nach 6 Stunden Fahrt bin ich jetzt mal endlich hier in Dresden angekommen. Hinter mir habt ihr das Bahnhof und jetzt muss ich mal das Ibis Hotel suchen. Das soll angeblich 400 Meter von hier sein. Da bin ich mal gespannt. So, ich habe es gefunden. Ist gar nicht mal so weit vom Bahnhof entfernt. McDonald's haben wir direkt in der hier. TK Maxx und da ist das Ibis Hotel. So, eingecheckt habe ich auch schon. Jetzt muss ich nur das Zimmer finden. Zweite Etage, wo ist das denn? Ah, 225. Ja, wunderbar. Jo, das reicht. Für das Übernachten für einen Tag reicht's. So, um 1 Uhr kommt mein Bus und dann fahren wir weiter. Mal gucken, was hat man dann für eine Aussicht hier. Klar, nichts, Gebäude zu Gebäude. Ja, war noch zu früh, konnte noch nicht schlafen, deswegen bin ich mal ein bisschen runtergegangen. Hier habe ich so eine Galerie von Dresden, ist wohl neu gemacht worden, hier mal entdeckt. So Leute, wir haben 1 Uhr morgens und der Bus, der müsste gleich kommen. Ich warte jetzt auf den, dann geht die Fahrt wieder weiter. So, da kommt der Heinz, den werde ich mal einweisen eben. Du kannst einmal da drehen und dann hier so hinstehen. So, jetzt dreht er da vorne, dann kann er hier gleich halten. Dann übernehme ich den Bus und fahre weiter nach Polen, nach Auschwitz, Ostwiciem oder wie das heißt auf Polnisch. Und der Heinz, der schläft gleich hier noch ein bisschen im Hotel und fährt dann morgen mit dem Zug nach Hause. So Leute, jetzt habe ich schon 200 Kilometer gefahren und mache jetzt hier erstmal Pause. Noch 2,5 Stunden oder beziehungsweise 300 Kilometer, dann bin ich am Ziel. Ich werde weiter berichten. Bis später. So, 9 Uhr und ich bin hier schon angekommen hier. Hier vorne ist das Hotel. Gleich werden die Koffer ausgepackt und dann habe ich erstmal Feierabend. Wir haben gerade schon gefrühstückt da drin. Bin sehr überrascht. Mit Klimaanlage, mit alles drumherum. So, gleich kommen die Fahrgäste und nehmen sich ihre Koffer. Und dann habe ich endgültig Feierabend für heute. So Leute, jetzt habe ich endlich auch mein Zimmer bekommen. Könnt ihr sehen, wir haben mittlerweile schon 11:30 Uhr. Ohne Zeitverschiebung, ohne alles. Und ich bin wirklich positiv überrascht, wie schön sauber das hier alles ist. Auch Badezimmer und sowas alles. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Alles schön sauber. Mit Dusche, WC, mit alles drumherum. So wie es sich gehört. So, am frühen Morgen ist hier schon richtig was los wieder. Hier überall
kommen die Leute, um sich das anzugucken. Hier natürlich hier Scania-Busse, VDL-Busse und alles Mögliche. Auf der anderen Seite stehen bestimmt auch noch welche. Die gehe ich gleich auch mal gucken. Der hier, der kommt sogar aus Ungarn. Das ist ein polnischer. Der hier auch. Mal gucken, wo die alle herkommen. Und das hier ist der Linienbus, der die Leute hier nach Auschwitz-Birkenau bringt. Das sind ungefähr 3 Kilometer von hier. Da fahre ich auch die Tage hin. Hier der Solaris nochmal von hinten. So hört er sich an. Hat schon einige Macken. Aber noch gut in Schuss. So, Tag 3 und wir sind in Auschwitz, Lager 2, das ist so ein bisschen außerhalb Birkenau. Wir laufen gleich zum Konzentrationslager rein. Ich zeige euch da erstmal hier ein paar Ausschnitte. Richtig ausführliche Informationen über Auschwitz 2 kommt in einem separaten Film. Aber jetzt wollte ich euch mal hier den Parkplatz hier zeigen. Guckt mal, was ich hier gesehen habe. 2 gelbe Busse. Guckt mal, was das für welche sind. Otokar, Isuzu. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich hatte euch die mal vorgestellt in der Messe. Das sind eigentlich auch türkische Busse. Wirklich nicht schlecht. So, hier ist natürlich dann auch wieder alles vertreten. Ich stehe natürlich auch schon da mit meinem Bus. Und jetzt geht's ins Lager. So, ich zeige euch mal ganz kurz hier das Lager so im Überblick hier. Könnt ihr sehen mit dem Todestor, wie das genannt wird, wo die Juden hierher gebracht wurden. Aber wie gesagt, ich zeige euch das nur ganz kurz. Nächster Film wird auf jeden Fall ausführlich über Auschwitz sein. Die das Thema noch nicht in der Schule gehabt haben, freut euch auf dieses Video. Hier könnt ihr einiges lernen, Leute. Und wir fahren nach Krakau, in die ehemalige Hauptstadt hier von Polen. Krakau ist natürlich auch ganz bekannt, auch für seine jüdischen Synagogen. Die Führerin, die hat erzählt, es gab mal hier über 1000 oder noch mehr, 95% diese Stadt Kaminski oder wie sich das schimpft, dieses alte Krakau. Da gab es wohl ganz viele Synagogen und. Aber nach dem Krieg, da wurden eben halt die Juden eben halt vertrieben, verbrannt, umgebracht, vernichtet, wie man es will. Und jetzt leben, sage und schreibe, nur noch 100 Leute in diesem kleinen jüdischen Viertel. So, wir sind jetzt, wir haben die Autobahn nicht benutzt, weil die Strecke, die ist wohl immer mit Staus versehen. Und wir haben heute auch noch Freitag, deswegen haben wir Landstraße gefahren. Jetzt haben wir so eine Schnellstraße hier. Auch hier geht es schleppend voran. Gut. Und dann links und auf eine große Kreuzung, welche ist wie eine Rondo, müssen wir links auffahren. Eigentlich haben wir ein bisschen den Weg gesperrt. Ich gucke mal auf Navi und hat Ampel Blitzer. Ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir Wechsel. Aber die Schülerin hat mir gesagt, dass die Stunde war schon. Ach, war schon hier? Ja. Flixbus ist ja auch unterwegs. Davon habe ich vergessen. Euro 3, der hat eine Euro 3, der kommt nicht weit.
Diese rechte Spur. Habe ich gesehen. Den Autobus, hier kannst du stehen. Mach das, weil da irgendwo, weiß nicht, 200 Meter ist unsere Straße, wo sind wir uns mit treffen. Also wenn wir können hier stehen, das wäre das stimmt. Du kannst ja voll stehen. Ja, da war ein Autobus, wir sind ein Bus. Ich glaube auch kostenlos, weil nirgendwo ist etwas. Aber wir gucken. Ne? Ich melde mich immer bei See. Sagst du bei diese Springbrunnen sind wir? Genau, weil gerade persönlich. Zack. So, da habe ich einen guten Platz gefunden, habe ich mal hingeparkt und guck mir jetzt so ein bisschen hier das alte jüdische Viertel hier an. Wirklich sehr schön. Natürlich ist es jetzt modern, zwischen alt und neu. Da ist so ein ganz viel Spalt. Und jetzt könnt ihr auch mal hier die Straßenbahn hier sehen und der Linienbus, der kommt auch gleich. Und die sind hier alle blau-weiß. Vielleicht könnt ihr euch an den Film erinnern, Schindlers Liste, davon die ganzen Szenen hauptsächlich, die wurden hier in Krakau gedreht. Ich zeige euch mal so ein paar alte Gebäude, vielleicht erkennt der eine oder der andere mal ein paar Szenen wieder, hier zum Beispiel. Das war auch wirklich ein sehr toller Film. Bevor ihr meinen Film über Auschwitz Konzentrationslager guckt, würde ich euch empfehlen, mal Schindlers Liste zu gucken. Und das ist auch ganz berühmt, wo er hier die ganzen Koffer hier runtergeschmissen hat. Und hier ist ein Bild, ich musste mir so ein, wie die Juden eben halt so ein Käppi aufsetzen, sonst kam ich nicht rein hier in die Synagoge. Warum die bestimmte eine Person nur überlebt hatte, warum die ganze Familie ausgerottet wurde. So, letzter Tag vor der Abfahrt. Jetzt muss ich mal nur sehen, dass ich hier wieder hochkomme hier. Den habe ich schon hochgepumpt. Also machen Sie nicht Eva? So, ich habe mal jemanden noch dazu geholt, damit der auch ein bisschen guckt, weil das ist mir doch ein bisschen riskant. Nicht, dass wir vorne die Stoßstange beschädigen oder hinten die Ölwanne oder so. Deswegen sind solche Aktionen immer mit Vorsicht zu genießen. Der ist jetzt ja auch 20 cm höher gekommen durch das Hochpumpen. Aber das sieht gut aus. Jetzt habe ich auch die Koffer drin. Das habe ich die 3 Tage ja auch geschafft. Jetzt noch langsam wegen hinten Motor. Aber alles gut. So, die Hälfte von der Strecke haben wir fast schon, noch 50 Kilometer bis Breslau. Da machen wir noch einen Zwischenstopp. Und der andere Fahrer, der kommt erst 2 Uhr morgens erst dahin. Und wir haben jetzt im Moment erstmal noch 17 Uhr. Das wird ein langer Tag wieder, aber so ist das nun mal. Hier bin ich auf so einem Parkplatz hier. Hier habe ich ein bisschen mehr Parkplätze gehabt. Ich habe mal hier so einen ganz alten Bus entdeckt, schnell ausgestiegen, um euch das eben halt auch noch mal zu zeigen. So, Zwischenstopp in Breslau. Habe ich endlich einen schönen, guten Busparkplatz gefunden, was nicht so einfach war, weil hier Brücken, tiefgelegene Brücken und Einbahnstraßen und sowas ist. Jetzt gucke ich mir noch so ein bisschen die Stadt an. Bis 22 Uhr. Also Leute, der Tag ist noch lang. Dann geht es noch 250 Kilometer weiter nach Dresden. Da erwartet mich ja der Heinz. Ich habe hier auf dem Parkplatz, wo die ganzen Touristen herkommen, um sich diese, ich weiß gar nicht, was das ist, Kathedrale, Kirche. Und da hinten steht auch noch so ein Hotel von Jana Pawlak und so was alles. Keine Ahnung, was das ist, wo ich hier bin. Ich weiß nur, dass ich hier in Breslau bin.
So, wir haben mittlerweile schon 22 Uhr gleich. Ich hole die Gruppe gleich aus der Stadt ab und habe mir hier schon mein Bett zurecht gemacht. So nach 3 Stunden müssten wir eigentlich in Dresden sein. Dann übernimmt der Heinz weiter und ich werde dann hier drin schlafen und versuche auch mal von drin zu filmen. So, der Heinz, der hat mich abgelöst, der fährt und ich mache jetzt mal endlich um 2 Uhr morgens, haben wir jetzt mittlerweile ein kleines Schläfchen, hatte ich alles schon vorbereitet hier in meiner Schlafkabine. So, erstmal Schuhe ausziehen, gleich erstmal hier reinkrabbeln. So, die Schuhe aus. Wie ihr sehen könnt, ist hier reichlich Platz. So, Schuhe mal zur Seite. So, jetzt mal hier noch die Tür hier zu dem Eingang. So, Nachtbeleuchtung ist schon an. Können wir hier auch wieder an- und ausmachen. Schalter. Wenn es mir zu warm wird, habe ich hier auch noch Klima. Tja, so ist das hier. Wirklich, man hat hier Beinfreiheit, man kann hier schlafen. Ich kann auch mit dem Heinz hier, wenn ich was will, mit ihm reden. So, dann mal gute Nacht zusammen. So Leute, jetzt wird geschlafen. So, endlich angekommen auf dem Betriebshof bei uns hier in Bergkamen. Mittlerweile haben wir schon 10 Uhr. Getankt habe ich auch. Jetzt muss der Bus noch sauber gemacht werden, weil morgen fahre ich ja wieder nach England, damit der Bus einsatzbereit ist. So Leute, wir haben mittlerweile 11:30 Uhr und ich habe immer noch nicht Feierabend, aber so in 10 Minuten, dann werde ich wohl Feierabend haben. So Leute, das ist das Leben eines Reisebusfahrers. Jetzt habe ich mal so eine Dokumentation gemacht, wie es eben halt ist, wenn man längere Strecken fährt und dann auch noch mit dem Zug hin und her. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Wie ihr merkt und gesehen habt, ich bin gestern erst, 14 Uhr habe ich angefangen und jetzt 11:30 Uhr habe ich Feierabend. So Leute, in diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, das Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch Spaß gemacht hat und ansonsten bleibt gesund, bis in einem anderen Video, euer Mehmet.